Eine routinemäßige Polizeikontrolle verläuft nicht immer ruhig. Verdächtige, die plötzlich die Polizisten angreifen, gefährden das Leben vieler Polizisten. Viel Spaß beim Anschauen. Ein 40-jähriger Beamter der Polizeibehörde von Pasadena mit 13 Jahren Berufserfahrung wollte ein Fahrzeug anhalten, das ein Stoppschild missachtet hatte. Der einfache Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, eskalierte plötzlich zu einer Schießerei. Als das Fahrzeug anhielt, hörte man den Beamten wiederholt: „Bleiben Sie im Fahrzeug" und „Zeigen Sie Ihre Hände" rufen. Sobald der Verdächtige aus dem Fahrzeug stieg, drehte er sich zum Beamten um, griff mit der rechten Hand an seinen Gürtel und nahm dann mit beiden Händen eine Schussposition ein, wobei er seine Waffe direkt auf den Polizisten richtete. Der Beamte, der sich in Lebensgefahr fühlte, schoss sofort und setzte den Verdächtigen außer Gefecht. Ein Polizeibeamter hielt einen silberfarbenen SUV an, der mit einer Geschwindigkeit von über 160 Kilometer pro Stunde fuhr. Als der Beamte sich dem Auto näherte, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Der 32-jährige Nelson Troche zog eine Pistole aus dem Fenster und begann zu schießen. Der erfahrene Polizeibeamte wurde in die linke Schulter getroffen, schoss jedoch trotz seiner Verletzung ohne zu zögern zurück. Ein LKW-Fahrer, der zufällig vorbeifuhr, wurde Zeuge des Vorfalls und unternahm eine heldenhafte Aktion, indem er sein Fahrzeug quer vor den flüchtenden Verdächtigen stellte und den SUV außer Gefecht setzte. Der Verdächtige und seine Freundin Alicia Eriole versuchten diesmal, einen stehenden Lieferwagen mit Waffengewalt zu entführen. Trotz seines Blutverlustes verfolgte Officer Albert die Verdächtigen weiter, indem er die Grasfläche in der Mitte der Autobahn als Deckung nutzte. Er wechselte das Magazin und setzte den Schusswechsel fort, bis er den Angreifer in ein Waldstück zurückdrängen konnte. Es dauerte genau 12 Minuten, bis die Verstärkung am Tatort eintraf. 3D64, shots fired. Milepost 108, Tornado Ageburg. One black male, one white female. Fleeing west eastbound. Der Angreifer Nelson Troche wurde erschossen in einem Waldstück aufgefunden. Seine Freundin Eriole, die an der Tat beteiligt war, gestand, dass sie den Sitz zurückgelehnt und das Fenster geöffnet hatte, damit ihr Freund schießen konnte, und wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 bis 12 Jahren verurteilt. Wieder einmal verwandelte sich eine routinemäßige Verkehrskontrolle innerhalb von Sekunden in eine tödliche Verfolgungsjagd und einen Zusammenstoß. Der 33-jährige Ernest Manuel Montelongo gab der Polizei bei der Kontrolle einen falschen Namen an. Als der Verdächtige begriff, dass seine Identität aufgedeckt werden würde, begann er, schnell vom Tatort zu fliehen. Dank der Verfolgung durch einen Polizeihubschrauber konnte der Verdächtige nicht aus den Augen verloren werden. Is IH-10 and FM-1518 taking the exit. IH-10, 1518. Hey, the Guadalupe troop, this 107, how far behind are you guys? 6631 to 107. We're on underneath 1518 right now. I'm on 10. Got another unit on the access road. Okay, 10-4. He's still slow rolling it, coming up to Fruitenberg Road, still on the access. Heads up, guys. He looks like he's getting out. He's under the floorboard, guys. Under the floorboard. Be careful. Be careful.
Under the floorboard, guys. Watch it, taking up a defensive position, guys. Shots fired, troop down, just get EMS en route. Troops down, got a handgun, troops down. Um nicht gefasst zu werden, fuhr der Fahrer in die falsche Richtung und wurde aufgrund eines Fahrzeugschadens gestoppt. Der Verdächtige stieg aus dem Fahrzeug aus und schoss auf die Polizisten. Bei dem heftigen Schusswechsel wurden sowohl der Verdächtige als auch ein Polizist schwer verletzt. Der angeschossene Polizist wurde von seinen Kollegen, die gegen die Zeit kämpften, mit einem DPS-Hubschrauber sofort in ein Universitätskrankenhaus gebracht und konnte gerettet werden. Montelongo, der am nächsten Tag im Krankenhaus starb, überraschte alle mit seinem Ende, da er nur einen falschen Namen angegeben hatte. Der Polizist Jude Remillion von der Kentucky State Police hielt einen SUV für eine routinemäßige Verkehrskontrolle an. Es sollte eine normale Verkehrskontrolle werden. Doch der 47-jährige Guy House, einer der Insassen des Fahrzeugs, zog ohne Vorwarnung seine Waffe und schoss dem seit 3 Jahren tätigen Polizisten ins Bein. Der Angreifer setzte sich auf den Fahrersitz und floh zu Fuß vom Tatort, während der verletzte Polizist blutüberströmt am Straßenrand zurückblieb. Der junge Fahrer des Fahrzeugs stand ratlos da und wusste nicht, was er tun sollte. In diesem Moment stoppten 3 aufmerksame Bürger aus der Umgebung die Blutung, indem sie ihre Gürtel als Tourniquet verwendeten und retteten dem Polizisten das Leben, bis die Rettungskräfte eintrafen. Go ahead and put your hand on the steering wheel for me. Go ahead and put your hand on the steering wheel for me. So go ahead and put your hand on the steering wheel. What is it? Shots fired. Shots fired. Careful with your 20. What are you gonna do? Bleeding on the leg. Tourniquet? Yes, please. Oh my God, are you okay? Yeah. Oh my God. Here. 4, you're not coming out. Bleeding on the leg. Here. Shot in the leg. Here. What do I do? What do I do? You know what? Just tell me what to do. Yeah. Turn it tight. 4, Yes. 10 on. Bleeding on the leg. Oh my God. Einer der Helfer war offenbar der junge Fahrer, der aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Der flüchtende Täter verursachte eine Katastrophe. Er entführte ein Fahrzeug, tötete 2 Frauen und schoss auf Menschen. Schließlich wurde er von der Polizei erschossen. Der zunächst angeschossene Polizist überlebte. Wieder einmal verwandelte sich eine routinemäßige Verkehrskontrolle innerhalb von Sekunden in einen heftigen Konflikt am Straßenrand. Der Fahrer, der auf die Aufforderung der Polizei hin angehalten hatte, stieg aus seinem Fahrzeug aus und schoss ohne Grund mit seiner Waffe. Shots fired! Shots fired! Jesus! Shots fired, County. Shots fired, kid!
Trotz dieses heftigen Schusswechsels zwischen dem Verdächtigen und den Sicherheitskräften aus nächster Nähe ereignete sich etwas Unglaubliches. Keine der Dutzenden abgefeuerten Kugeln traf die Beteiligten. Der Verdächtige sprang anschließend in sein Auto und floh, hielt jedoch wenig später an und eine Frau stieg aus. Die Frau ging zur Polizei und stellte sich. You good? I'm good. Der Täter wurde bei einer Operation im Gebiet Springdale gestellt und festgenommen. Dieser Vorfall ging als Beispiel für Chaos in die Geschichte ein, das zeigt, dass selbst geschultes Personal und einsatzbereite Waffen nicht immer ausreichen, um eine Bedrohung sofort zu stoppen. That was a heck of a stop, sir. Ein Beamter der Polizeibehörde von Fairfax County hielt einen Toyota Corolla, Baujahr 1999 an, der einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer des Fahrzeugs, der 36-jährige Jamal Wali, verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und weigerte sich, ihren Anweisungen Folge zu leisten. Als die Situation eskalierte, wurden Verstärkungsteams zum Einsatzort gerufen. As many people as you can. Okay. Go ahead. You're not listening. What I'm telling you, I have 4 children. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen unser Video gefallen hat, können Sie unseren Kanal abonnieren. Dashcam-Aufnahmen und detaillierte Polizeiberichte gibt es 2-mal pro Woche für Sie. Hey, so listen, American. This is take it. I take this with you, okay? So now you want to give me that? Hey, don't you reach it? 800 Bravo, shots fired. 800 Bravo, shots fired. 800 Bravo, signal 1. 801. Als die Beamten das Fahrzeug umstellten, zog Wali plötzlich seine Waffe aus dem Holster und schoss durch die Fahrertür auf die Polizisten. Als er erneut abdrückte, versagte die Waffe glücklicherweise. Interessanterweise durchschlug eine Kugel den Oberarm eines Beamten, traf dann den Unterarm eines anderen Beamten direkt hinter ihm und zerschmetterte schließlich die Heckscheibe eines geparkten Fahrzeugs auf der anderen Straßenseite. Einer der Polizisten schaffte es, den Verdächtigen mit 4 Schüssen außer Gefecht zu setzen, woraufhin dieser im Krankenhaus starb. So now you want to Hey, don't you reach it? Hey, don't you reach it? You okay? So now you want to give me that? Hey, don't you reach it? Leider ist dies das tragischste Ereignis in den Videos. Die New Mexico State Police, Darian Jarrett, hielt einen weißen Chevrolet Pickup an. Officer Jarrett forderte den 39-jährigen Fahrer Omar Felix Cueva routinemäßig auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Cueva stieg jedoch mit einem Gewehr in der Hand aus dem Fahrzeug und schoss auf Officer Jarrett, der zum Heck des Fahrzeugs ging. Yeah, I noticed you got temp tags. You got registration for the vehicle? Yes, sir. I'll need registration and your driver's license as well. Okay. All right. Do you have insurance for the vehicle? Yeah. Where is it? My checks on you. Huh? Yeah. So I can run my checks and I can talk to you a little bit while I'm running my checks, and then you'll show me the picture right away because paperwork I gotta do, you know? Hey, real quick. You have a firearm on you? Yeah. No, I see it on your waist. You my favor? You mind if I take it off you for my safety? Alright, hold on. Alright, let's go to my vehicle, okay? Come on. Oh, shit! Jarrett fiel zu Boden, als er versuchte, sich zu schützen. Aber der Angreifer umrundete das Fahrzeug und schoss weiter auf den verletzten Beamten, bis er ihn brutal tötete. Ein Bundesagent, der am Tatort eintraf, meldete den Vorfall und eine groß angelegte Fahndung im gesamten Bundesstaat begann.
There he goes! There he goes! Fuck yeah! Watch out! Watch out! Hey, get the fuck back! Der Angreifer wurde nach einer umfangreichen Fahndung gefasst und unschädlich gemacht. Er starb später am Tatort. Der getötete Beamte Darian Jarrott hinterließ 3 kleine Kinder und ein 4. Baby, das kurz vor der Geburt stand. Beamte der Polizei von Buffalo hielten ein Fahrzeug wegen einer Verletzung der Vorschriften zur Scheibentönung auf einem Parkplatz an. Die Überprüfung der Scheibentönung ergab, dass die Zulassung des Fahrzeugs ausgesetzt war. In diesem Moment gab der Verdächtige plötzlich Gas und floh vom Tatort. Während er mit seinem Fahrzeug davonraste, begann er gleichzeitig auf die Polizeibeamten hinter ihm zu schießen. Sorry. Both sides, passenger and driver. Radio, passenger and driver, both firing shots. Unmarked, be careful, he's gonna shoot at him. Unmarked, be careful. He's gonna shoot at him. Hold the Die Polizisten, die sich auf der Straße verschanzt hatten, versuchten, den flüchtenden Verdächtigen durch Schüsse zu stoppen. Der Fahrer setzte seine Flucht noch eine Weile fort. Schließlich verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Werbetafelpfosten. Der Fahrer stieg sofort aus seinem Fahrzeug aus und schoss auf die Polizeibeamten. Die Beamten erwiderten das Feuer intensiv. Am Ende der Verfolgungsjagd wurden 3 Polizeibeamte durch Schüsse verletzt, während der Verdächtige angeschossen und außer Gefecht gesetzt wurde und ins Krankenhaus gebracht wurde. Heads up out there. Heads up on Fillmore. Heads up on Fillmore. He's approaching now. Fuck. Der Richter des Bezirks Erie County hat den Verdächtigen nach seiner Behandlung im Krankenhaus wegen insgesamt 8 Straftaten, darunter 7 schwere Straftaten, vor Gericht gestellt. Die Behandlung der 3 verletzten Polizisten dauert noch an. Was denken Sie über die Konflikte, die Sie beobachtet haben? Wir finden manche Maßnahmen der Polizei manchmal übertrieben. Aber zeigen diese Bilder, dass die Maßnahmen der Polizei ethisch vertretbar sind? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit.